Passt mal schön auf, Guys, ja? Ich hatte es die Tage schon mal gezeigt. Es gibt, wie gesagt, diese Mission für Mario Maker 1, Team 0%, dass quasi die größten Freaks und die größten Kaizo-Experten versuchen, jedes einzelne Level im Mario Maker zu clearen. Und tatsächlich ist das scheinbar ganz gut möglich, weil, wie gesagt, die Mario Maker Server oder die ganzen Wii U-Server werden demnächst abgestellt. Und dann hat sich halt so eine Gruppe zum Ziel gemacht, okay, wir möchten aber vorher jedes einzelne Level in Mario Maker quasi nur abschließen, damit es keine ungeklärten Level gibt, okay? Vor 3 Tagen gab es nochmal ein Update hier, das geht auch ziemlich ab, es geht echt ganz schön viral eigentlich, dass sie es fast geschafft haben. Es waren unter 50 Leveln, die vor ein paar Tagen noch da waren und der Stand jetzt aktuell ist, dass es noch ein einziges Level gibt, was noch nicht geklärt wurde. Vorhin wurde das vorletzte geklärt und jetzt gerade gibt es noch eins, aber das möchte ich mir erstmal kurz angucken, weil gerade auch diese Zusammenfassung von dem YouTuber, ich habe ihn auch, glaube ich, abonniert, ne? Ja, genau. Die Zusammenfassung hiervon ist immer sehr interessant und man blickt da ganz gut durch, ohne selbst die größte Ahnung zu haben, okay? Also, wir schauen uns das einfach mal kurz an. Das sind so Level, die halt noch übrig sind, ne? Das sind nicht einfach irgendwelche random Troll-Level oder so ein Scheiß oder irgendwelche kleinen Timmy hat ein lustiges Level gebaut, sondern es sind wirklich nur Level, die bisher einfach niemand schaffen konnte, weil sie zu abgefuckt sind. The last 2,500 levels or so have absolutely flown by. It was only 3 weeks ago that we reached the 1,000 level Junge, alleine mark, and because of sowas. our remarkable progress, highly skilled players have flocked to the cause. Orator has been beating Oder levels. kriegst du so Kopfschmerzen von, ne? Joko has returned. Fiona came back to clean up a Bonry level. Barb beat a level. We've even attracted people that have never played Mario Maker before. But I'm getting ahead of myself. We're going to showcase some of the most Tempo schon, ne? impressive clears, as well as detail the levels remaining that pose the biggest threat. Genau, wie gesagt, er geht jetzt auf ein paar Level ein, die in letzter Zeit geklärt wurden, die halt eben so die größte Errungenschaft sind quasi. Aber wie findet man diese Level? Gibt es da eine Datenbank? Es gibt eine Datenbank, ja. Also du kannst, glaube ich, bei Mario Maker sortieren nach Abschlussrate oder sowas oder kannst quasi uncleared Level irgendwie suchen über die Website. Ich glaube, Mario Maker intern hat das nicht, aber ich meine, es gibt eine Website dafür, also die von Nintendo selbst ist tatsächlich, so mariomaker.com oder so eine Scheiße, wo du einfach quasi nach Abschlussrate sortieren kannst und da halt auch uncleared Level überhaupt weltweit suchen kannst. Und dadurch gibt es anscheinend so eine Datenbank, ja. Start with perhaps Team 0%'s MVP. King Boo took down so many dangerous levels. One of them was a crazy tight time attack. Well, das ist so krass, ne? Das Level geht 10 Sekunden. Das Level geht 10 Sekunden einfach und du denkst, okay, ja gut, das ist halt so Jump-Run-Shit. King Boo took down so many dangerous levels. One of them was a crazy tight time attack. While only being 10 seconds, most extremely good. Bruder, wie schnell können Wandsprünge sein? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nicht einmal so einen schnellen Wandsprung hier gekriegt, wahrscheinlich. Could only get within 2 blocks of the goal. But King Boo was able to beat it. Then there's the Blue Skull Time Attack. Oh mein Gott. Ja, also das war wahrscheinlich auch wieder so was Pixel Perfect war im Prinzip, weil da kein Frame mehr übrig geblieben ist, sonst wärst du gestorben vom Ziel. In Mario Maker stirbt man, wenn die 0 anfängt, hier oben auf dem Timer, das ist ganz wichtig, ne? Man stirbt in Mario Maker, wenn die 0 erscheint, genau. Also eigentlich müsste er jetzt tot sein, genau, in dem Moment. Aber genau in dem Frame erreicht er auch die Feuerblume. Im genau gleichen Frame erreicht er die Feuerblume. Und damit auch das Ziel, weil es im gleichen Block stattfindet quasi. Aber in Mario Maker 2 ist es ein bisschen anders. Da hast du die 0. Sekunde auch noch. Also quasi, da läuft die 0. Sekunde noch ab und dann stirbst du. Das ist ein Unterschied. But King Boo was able to beat it. Machst du da auch mit, Bro? Nein, ich habe meine View seit Jahren nicht angeschmissen. Und das ist jetzt auch was Gottloses. Also du kannst dich, glaube ich, ein paar Pixel zwischen diesen Stacheln bewegen. Ich glaube, ein paar Pixel sind Spielraum, aber diese blauen Knochenbahnen gehen ja sofort los, sobald man drauf tritt. Das heißt, du musst quasi in dem Frame, in dem du auf der Bahn landest, direkt wieder abspringen. Und das halt mehrmals nacheinander. Skull Time Attack. Yeah. Each of these jumps off the skull is frame perfect, and you also have to tap left just the right amount so you don't get carried into spikes by momentum. These jumps are already hard enough, but in this level you're also on a very strict timer, so you have to control your jump each time, making the frame jump harder to hit. King Boo dedicated a lot of time to this level, and I am so glad he... Das Level ist nach 2 Sekunden vorbei. Aber das sind die härtesten 2 Sekunden der Welt. So ist like, was, Junge... Irgendein Freak hat das hochgeladen und Jahre später denkt sich irgendein anderer Freak, ja, das mache ich mir jetzt zur Aufgabe, ich spiele das jetzt durch. Because I don't know who else would have been able to pull it off. He also put in the work on Time Attack Tony's last remaining level, Paradise Plaza, an extremely long speedrun level that I featured in my last update video. Digga, es geht 120 Sekunden. 120 Sekunden Speedrun. Also had some consistency levels. Both Cape Regrab levels that required frame perfect inputs. Oh mein Gott. The first one required 28 and the second required 56. Gravity Rad managed to beat both of them without much fanfare, but these levels easily could have caused a problem. We also took down a major enemy of Team... Oh, ich hätte sogar gedacht, das wäre einfacher. Ich hätte gedacht, das ist sogar einfacher tatsächlich, diese Mid-Air-Shell-Jumps. Oder, das sind ja nicht mal Mid-Air-Shell-Jumps. Ich hätte gedacht, die sind einfach, aber 28 am Stück ist halt schon, das ist eine Nummer auf jeden Fall. But these levels easily could have caused a problem. We also took down a major enemy of Team 0%. Das geht. But not a level creator. We instead defeated a hacker with over 700 cheated first clears. His name was Geistbeck, and we could tell his clears were cheated because they were all 99 minutes on levels with no checkpoints.
This is what happens when Nintendo bans an account and resets their world records to allow for fair competition. Ah, lol. It was quite a journey to go through every single one of Geisbeck's first clears and beat them all legit. The last... Okay, anscheinend da gab es auch noch einen Cheater. Oh Gott, das ist ja noch nerviger. Wenn es auch noch einen Cheater gibt, der dann quasi geclearte Level gar nicht gecleart hat und die dann nochmal neu gemacht werden müssen, obwohl sie quasi nicht mehr als abgeschlossen zählen. Oh, das ist ja richtig nervig, Alter. Warum auch hacken? Was hat man davon? Geisbeck level to fall was Was hat man davon zu hacken in einem Mario Maker? Das gibt so keinen Sinn für mich. Doko by Dr. Cliché. An advanced tech level that Norway was able to cheese by getting the red coins out of order, then entering the door with iframes rather than the boot. It allowed him to skip by far the hardest part of the level. Geisbeck wasn't the only hacker though, and there's still What? to skip by far the hardest part. Ich bin immer so fasziniert, was es für Sprünge gibt. Ne? Warum kann er auf der Blume landen? Ich weiß, dass man mit dem Schuh nicht gegen Stacheln, ich glaube, wenn man gegen Stacheln läuft, verliert man kein Leben, ne? Geisbeck wasn't the only hacker though, and there's still one that Nee, offensichtlich nicht, aber dass man da überhaupt stehen kann. But I'll get to that shortly. Bruder. The pioneer of these hacked levels was Fritzif. He beat a total of 339 levels with hacked clears, which is a ton. Fritz also managed to get the clear on In Bloom, Fly's ridiculous 50-second Fire Flower level. So, das habe ich auch mal hingekriegt. Diese Walljumps mit einem Powerblocker, mit einem Peace-Switch. Mit einem Peace-Switch ist nochmal einfacher, weil dann darf man den auch werfen, ohne dass er kaputt geht. Aber das ist auch, also sowas mehrmals am Stück durchzuführen, das ist vorbei. Da ist einfach vorbei. Just like Fly, he had no frames to spare on his successful run. This was actually the last American level left standing. So I will be talking about it more in a future. Das geht in Mario Maker? Ich kenne diesen Trick, dass das irgendwie funktioniert, aber das geht in Mario Maker, dass man damit eine Wand hochkraxelt. Where I covered the last level from every country. Oh mein Gott, As Junge. you may recall, Fly also had a 10-second Yoshi time attack. We thought that we were missing a strategy to be able to beat this level fast enough. Crypta managed a decent run, but it was still pretty far away. It turns out we had all the right strategies. The issue was just in the execution. T was able to make quick work of this 10-second time attack, and his clear video is so fun to watch. Auch hier wieder, ne? Auch hier wieder. Das ist so geil. Als er in die Tür reingeht, man kann es nicht ganz genau erkennen. Na doch, man kann es erkennen. Das ist noch 1, quasi. Und als er aus der Tür rauskommt, obwohl ja keine Zeit vergeht, ist der Timer auf 0. Also quasi ist wieder Frame genau gewesen, weil wenn der Timer auf 0 ist, stirbst du eigentlich. Aber anscheinend erst einen Frame später. Oder was war das für ein, Junge, was ist das für ein Yoshi-Level? Allein schon diese Steuerung von Yoshi, ne? Ich finde das so faszinierend einfach. So, dass du dich erst umdrehst, das macht man in Mario World auch, glaube ich, ne? Dass man mit Yoshi erst in die andere Richtung die Zunge rausstreckt und währenddessen rückwärts sprintet. Das macht man, glaube ich, in Mario World auch so. Ich wusste nicht, dass es später auch noch ein Ding war. Natürlich genau perfekt, Junge. Allein dass das Trampolin abbounced, er ist gleichzeitig wieder in den Mund, während er davon getroffen wird. The issue is just in the execution. Junge! He was able to make quick work of this 10-second time attack, and his clear video is so fun to watch. Speaking of 10-second levels, there aren't any left anymore. A very talented Japanese player named Demon made it his mission to defeat all the remaining 10-second levels, and on March 7th, he beat the very last one. He definitely had help, though. Jazef beat Sumbro's PogChamps level, the Beast cleared a couple of tough ones, and Fly beat a time attack with over 9,000... Digga, er geht durch die Tür in einem Trampolin. Junge, was? Completely ridiculous mashing underwater subworld. He did... Wie war was? Hä? Bro, wie schnell war das bitte? Junge, wie sehr hat er seinen Controller verschrammelt? Ich finde dieses Gameplay satisfying. Es ist so satisfying. Deswegen liebe ich diese Videos, ne? Bruder, man kann so schnell im Wasser aufsteigen, das wusste ich gar nicht. Das sieht so falsch aus. Shut up. 30 Mal die Sekunde. Also, es werden Inputs es werden so viele Inputs verarbeitet. Ja, man kann 30 Mal die Sekunde diesen Knopf drücken? Bro, aber das ist doch nicht möglich. Also du kannst doch, also als Normalsterblicher kannst du vielleicht 7 Mal. So, oder nee, wobei, es war beim Paintball, wird mir das, glaube ich, mal gesagt. Selbst so Profis quasi nur 7 Mal die Sekunde abfeuern können. Aber das ist auch ein Trigger, der ist auch größere Distanz als so ein Button-Knopf einfach, also als einen Knopf quasi zu drücken. Ich will das testen, Alter. Das sind doch vielleicht, also 7, es sind keine 10 drin, es sind nicht mal 10 drin, Alter. Es ist schwer, jetzt eine Sekunde zu messen, ich weiß, aber das ist doch, wenn man A und B gleichzeitig spammt. Bruder, ich hab aber Fragen. So habe ich mich damals gefühlt, als ich das Finale von Mario und Luigi Bowser's Inside Story gespielt habe, wo ich auch das Button Mashing nicht hinbekommen habe. Develop a mashing technique and he used a hairband to lock his joystick holding up. Crazy impressive clear. Technique to hit the jump button at least 30 times a second. Aber erklärt's, ne? Gravity Rad helped him develop a mashing technique and he used a hairband to lock his joystick holding up. Crazy impressive clear.
Digga, ach so. Er hat einfach ein Digga, was? Er hat ein Haargummi benutzt, um den Stick nach oben zu halten und hat dann mit beiden Händen gleichzeitig eine neue Taktik entwickelt. Das ist so gestört. Junge, wer macht denn sowas? Wer hat denn das Level hochgeladen? Let's talk about mid-airs. They're all gone. Mojikun beat Sepet's 37 mid-air level. Mid-airs sind so ekelhaft. Hab ich glaube ich, ein paar Mal hingekriegt, aber ich habe auch ewig lang geübt. Und das ist also, sowas consistent hinzukriegen, ich verstehe es nicht. Also ich habe es ein paar Mal hingekriegt, einzelne Male, aber das ist gestört. 32 and many, many more. He also had a ton of help from Sunbro on some really tough mini-mid levels. These two got on a roll and made extremely quick work of the entire consistency sheet. I mentioned earlier that Choco is back playing some levels. Welcher Japaner hat gedacht, wir machen so ein Level jetzt? Ja, das mache ich jetzt. Das hört auch einfach nicht auf, ne? Das ist halt auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach abgefuckt. But I also have to mention that all of his levels have been cleared. Norway beat both of his remaining levels in an insane amount of time. What an absolute beast. Das wusste ich nicht mal, dass man auf Gumbas, die in der Lava versinken, mehrmals Spinjumpen kann. Habt ihr das gesehen? Both of his remaining levels. Wallace Shelljump, was zum Fick? Ja, Mid-Air heißen die. Mid-Air Shelljump. Das ist aber ein Ding, das kennt man schon lange. Insane amount of time. Junge, das wusste ich nicht mal, dass das geht. In fact, Norway is so good, he was asked to upload an insanely hard shell level that Poyo made. Das sieht ein bisschen nach Pit of Panga aus, oder? Bisschen, oder so wie P-Break? Couldn't clear. The level was very long and difficult, and after a full 70 seconds of gameplay, you have to do a section with 5 mid-airs, 2 of which are going left, and 1 of which is a mini. Insane way to end an already really hard level. Ich weiß noch damals, als, wie gesagt, Pit of Panga P-Break oder U-Break, ich weiß gar nicht mehr genau, das schwerste Level war oder das offiziell schwerste Level und wo Pangea, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden dafür gebraucht hat, um es abzuladen, irgendwie 40 Stunden oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, die sind schwerer. Hier sind teilweise Level dabei, die sind schwerer. Also Pudi, sag du mal, du hast mehr Ahnung von Mario Maker, wenn du gerade schon im Chat bist, ne? Ich weiß nicht, weil, also mir kam es damals vor, dass das Pit of Panga wirklich die schwersten Level waren einfach. Ich habe mein Spreadsheet mit allen uncleared Leveln, by the way, also müssen die das nicht mal mehr über Bookmark machen. Das ist auch smart. Dante committed to grinding this one, and after lots of heartbreak in the last section, he was finally able to pull it off. Oh my god, finally. Finally. Dante has been an amazing player for the better part of a decade, so it's not entirely surprising to see him beating insane levels. But what about someone that had never played Mario Maker in his life? Meet Ryan. He's a Celeste speedrunner, and he got himself a copy of this game just to contribute to Team 0%. Was ein Chat, Junge, was? Der hat noch nie Mario Maker gespielt. Was ist denn mit ihm los? Einfach ein Celeste Speedrunner oder was Profi oder sowas, keine Ahnung. Der denkt einfach, ja, wir machen das jetzt. And contribute he did. His first ever clear was Zun's 175 Skull Water level. Each of these jumps is 2 frames, and you have about 2.5 seconds to perform each one, otherwise you will time out at the end. I watched this clear live, and even my heart was pumping like crazy when he was descending the last column. He was behind pace, but he was able to make it up at the last minute and beat the level. What an awesome story. Zun also had another SMB1 water level. Wirklich nichts, ihr könntet nichts dafür tun, dass ich mir das antun würde. Ich würde so ausrasten dabei, wirklich. This one was called Wasted Summer, and Carmen, who is incredibly good at SMM2 water precision, came back to beat the level after 26 hours of... Mario Maker 2? SMM2, ach ja, Mario Maker 2, okay, gibt schon Sinn. Incredibly good at SMM2 water precision, came back to beat the level after 26 hours of grinding. In her clear video, you'll notice that it doesn't say first clear. This is because this level also had a hacked clear, this time from a hacker named Tasty. There's only one level left that Tasty has a first clear on, and we're getting to it in just a moment. Grabbing the flag... Ich hätte so keinen Bock auf Wasserpräzisionslevel. Ich glaube, das ist noch mal schlimmer als einfach so Mid-Air-Shell-Jumps und so Präzisionssprünge in der normalen Gravitation. Aber so Wasserpräzisionslevel sind ja noch schlimmer. Sieht aus wie ein kleiner Timmy-Level, ja, aber sehr viel schwerer. Spikes is really hard in this game. Pit of Panga war auf jeden Fall zu Anfang an echt und mitunter den schwersten Leveln. Ja, und das hat auch die größte Popularität, würde ich sagen. Aber was ist das denn bitte? And Carmen would die to this last trick 7 times. Okay, I think it's time to move on to the levels that remain. Bruder. I'm sure I'm missing some highly notable levels, but the reality is, at this point, every single clear is notable. Das ist cool. Das ist cool. Sowas ist auch nicht so schwer tatsächlich. Also das ist wirklich nicht so schwer. The reality is, at this point, every single clear is notable. We'll start with the last remaining Zun level, which also happens to be the last remaining level with a hacked clear. It is, of course, the hardest Muncher stairs. It's still out there, and some people are working on it, including Ryan, but man, this one is just rough. The best run that I'm aware of was about 60% of the way through, which is pretty good, and I'm sure that with more time on this level, it will fall. Then there's also still trimming the herbs. Aber ist es das?
Ist es das, was noch übrig ist? Wie gesagt, es gibt aktuell noch ein einziges Level, was nicht geschafft wurde. Wer kommt auf solche Ideen? Bruder, keine Ahnung. Ton of people working on this level, but so far Yoshi is the favorite to clear. Oh mein Gott. I previously stated how ridiculous this level was. Ich finde geil, wie scheiße die Bitrate ist. Das sieht richtig kacke aus, das Material. But even then, I didn't fully appreciate the sheer insanity of this level. Junge. I think if we fail this challenge, it's probably going to be because of this one level. There's also a sideways spring jump. Bin mir unsicher, wie vertrauenswürdig die Quelle ist, aber der Weltrekord für die meisten Klicks Maus zu Controller liegt bei 1000. Ach, nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht 1000 Klicks, was? Ach, pro 10 Sekunden. 10 Sekunden ist vielleicht irgendwie machbar, aber ich denke mir auch so, wie soll das möglich sein, bitte? Dieses Level da ist das letzte. Das mit der Mancha-Stairs, was? Die Mancha-Stairs, weil dann ist krass, okay. Als ob das letzte Level ist einfach. Level from Poyo. It's so hard to avoid these spikes and get a perfect float jump to progress through the level, but some people have actually been really close to clearing this, dying to the very last jump. I'm sure it will fall soon. In terms of other SMB1 levels remaining, there's an interesting one that honestly anyone could beat. It's a 3-lap speedrun of a fairly innocuous level, but the tight timer forces you to go extremely quickly, including at this section with fire piranhas, where you just have to hope that the RNG lines up and you don't get sagen, hit. ist doch RNG wahrscheinlich, oder? Logischerweise ist es RNG. 3 laps of this and Oder was? Nee, ist nicht logischerweise, aber ich hätte jetzt auch gedacht, so, das ist doch irgendwie schwer, oder? Sehr schwer zu berechnen. Grinding this due to the RNG component. Almost all the levels other than the ones I have just mentioned are new soup speedruns. And there are some pretty crazy ones left, too. Most of them are really precise, but honestly, the ones that stand out... Es gibt doch dieses eine voll interessante Mario Maker Level. Ich weiß nicht, ob das Mario Maker 1 oder 2 war, ehrlich gesagt, aber das war super interessant. Da ging es darum, dass du irgendwie immer darauf hoffen musstest, dass Kamek, der kann ja Blöcke verwandeln, ne? Der kann ja mit seinem Zauberstab Blöcke verwandeln und du musstest darauf hoffen, dass er immer 10-mal nacheinander das genau gleiche Item dabei ausspuckt. Also das ist wirklich RNG, weil eigentlich ist es RNG, was Kamek quasi ausspuckt, also was bei rauskommt, wenn er einen Block verwandelt. Weil manchmal kommt eine Münze raus, manchmal kommt ein Gumba raus, manchmal kommt ein Koopa raus. Das kann alles Mögliche sein. Und ich glaube, du musstest immer Glück haben, oder es hieß, man dachte erst, man muss Glück haben dabei, aber es hat doch irgendein Mechanismus dahinter gesteckt, dass man es quasi manipulieren konnte, dass immer quasi eine Münze bei rauskommt. Nur dann war das Level irgendwie machbar. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, oder wie das zu erklären ist, oder wie das Level heißt. Also falls es jemand weiß, schreibt es mir gerne. Aber das fand ich auch super interessant. Das war vor Jahren, glaube ich, schon, dass ich das gesehen habe. Das RNG musst du dreimal Glück haben, wurde gestern geklärt. Krank. Getting cleared. I don't know what the hardest one is anymore. But given all the insane levels the team has already cleared, I'm honestly not worried about any of these new soup levels at all. Especially since Norway is highly active and Choco is back in action. We have under a month now, so we need to clear about 3 levels a day. Okay, unter einen Monat sogar. Ja, aber das war vor 3 Tagen. Aber wann genau werden die Server abgestellt? Ich dachte, es war im Mai eigentlich. Officially at the wall. I have found it extremely tough to find levels that I can beat, and when I do find one I'm capable of, the competition is fierce, so I often lose out on getting the first clear. It's all friendly competition though. The end goal is still our collective success, and the faster these levels get cleared, the better. In case you thought that we needed more motivation though, there is now a $5 bounty on clearing any remaining level. The next 2 days will be incredibly important for narrowing down just what levels need to be routed and what require Kennt ihr noch diesen Glitch von damals, dass man Bowser irgendwie einsperren konnte? Der war so voll einfach. Den kannte irgendwie gefühlt auch jeder. some serious attention. Who knows? We might still find an insane level that hasn't raised alarms Das yet. ist reine Provokation gerade, diese Stelle. Es ist nicht mal schwer. Es ist nur noch, okay, schaffst du es ganz genau, den Timer zu erreichen? Schaffst du es? But I'm still going to be doing my 8. April. Oh, krass, okay, ja, best krass. to beat as many levels as I can. I might be able to get 1 or 2 more, but it is slim pickings out there. Follow me on Twitch to keep up with the events as they Hier voll. unfold. Good luck to anyone else still playing. We are so close, and regardless of how this ends, I wouldn't have traded the journey for anything. I recorded that a day ago, after I re-recorded all that a day before because so many clears happened. Okay. And now there are 16 levels left. What is going on? Muncher Stairs got cleared, but I'm not changing it. Ach so, I'm okay, not changing it. Oh, and there actually is one more thing. Krypton has been covering the cost for Team 0%, all the servers and all the database, out of pocket. Today he posted in the Discord that it's actually cost him over $11,000 to keep everything running. So with that in mind, I wanted to give a shout out to his Buy Me a Coffee page, where if you feel inclined, you can send some money his way because he's been doing an amazing job of maintaining everything. Also er quasi sorgt dafür, dass das alles geordnet ist, dass man guckt, was der ganze Scheiß gekostet hat. Junge, was eine Ehre, Mann. Digga, das ist gestört. Das ist echt richtig gestört. With Team 0%. None of this would be possible without him.
Das ist ein abruptes Ende gewesen auf jeden Fall. Digga, das ist richtig gestört. Ich will jetzt ganz kurz noch gucken, Moment. Brudi, du hast mir ja noch ein paar Dinge auf Discord geschickt. Das möchte ich mir kurz noch reinziehen. Ob da noch was dazugehört. Das war vor 5 Stunden, okay? Das ist auch nochmal ein 10-Minuten-Video dazu. Ich weiß nicht, wie viel Interessantes da jetzt noch dazu kommt, aber wie gesagt, es ist auch nochmal ein Update-Video. Can you beat Super Mario Maker 1? And when I say beat it, I mean like, can every level that has ever been created in that game be defeated? Well, Wie P-Switches damals noch aus... Hä? Sahen die P-Switches damals noch so aus? Oder war das nur in SMB 1? oh, for a long time I thought that would be impossible. You see, Super Mario Maker Oder war das irgendwie Beta-Footage oder so ein Scheiß? Oder wurde das irgendwie geändert? Hä, was ist das denn? Das sah gerade irgendwie so voll untypisch aus. Das heißt, ich denke, ich habe dieses Spiel so lange nicht angefasst, ne? 1 sold over 7.5 million copies. And of that 7.5 million copies, there's umpteen amount of levels that were created by those players. An impossible number to calculate. Or so I believed. There was one group of people, Team 0%, that were dedicated. Ja, genau, das ist mal einfach ein Update-Video dazu. Okay, ist gar nicht mehr so spannend, weil da ist jetzt, glaube ich, nichts Neues dabei, ehrlich gesagt. Er geht auch noch mal ein bisschen über die Updates rüber. Aber wir können uns noch kurz angucken, was das letzte Level war, was eben geschafft wurde. So, das ist das letzte, vor 53 Minuten. Junge, das Video ist 53 Minuten an. Guck mal, wir sind so aktuell sind wir einfach. Das ist das vorletzte Mario Maker 1 Level, was bisher uncleared war, okay? Und jetzt gibt es endlich einen Upload davon, wie es geschafft wurde. Rein da. Alles klar, an der Stelle wäre ich auch einfach raus. Allein das hier, ne? Das sah irgendwie gecheased aus. Ist das richtig so? Was auch immer. Es ist so ganz untypisch. Das ist halt auch die Sache, erstmal rauszufinden, was man überhaupt tun soll. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Woher weiß man denn, was man genau machen soll? Weil das ist halt für so ein Kaizo-Level voll untypisch, was da gerade abging. Okay, jetzt noch 100 Sekunden, alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Klassiker. Bisher geht's aber, muss ich sagen. Also, ich weiß, es klingt absurd, aber bisher geht es noch einigermaßen. Das gecheased am Anfang. Okay, es ist sogar gecheased am Anfang, ja. Ich dachte mir schon fast, weil das sah ein bisschen seltsam aus. Aber dann, ja gut, kann passieren. Okay. Ja. Ich muss auch sagen, bis hierhin geht es noch. Das war schon sehr precise gerade. Digga, warum sind da so viele Musikelemente mit drin? Das macht einen ja wahnsinnig. Du kriegst ja richtig Kopfschmerzen von. Okay. Aber wusste man einfach nur lange nicht, was zu tun ist? Oder woran genau liegt es? Weil ich finde, da gab es deutlich schwierige Präzisionslevel bisher, oder? Oder irre ich mich? Ich weiß nicht, was noch kommt. Vielleicht kommt noch richtig abgefuckter Scheiß. Aber bisher wirkt es noch relativ machbar. Trotzdem, also ich meine, für jemanden, der nicht, wie ich, hunderte Stunden Mario Maker gespielt hat in seinem Leben, ist das wahrscheinlich ziemlich scuffed, was man gerade sieht. Aber ich meine, ich kann sowas auch nicht. Ich will gar nicht irgendwie behaupten, dass ich sowas könnte. Aber ich kenne sowas zumindest schon länger. Und ich kenne viel in so eine Richtung. Aber es ist ein sehr untypischer Verlauf, das ist die Sache. Also es ist ein sehr komischen Levelverlauf. Ja, ich glaube, das ist fast das Problem, ne? Dass es so chaotisch wirkt irgendwie. Wie geil das Bowser Jr. genau in den Stellen rauskommt. Das ist auch ein interessantes Element. Habe ich noch nie so gesehen. Ja, das ist heftig, ja. Ich glaube, der Punkt ist echt, dass es so lang ist. Ich glaube, das ist fast der Punkt. Okay. Ja. Das ist halt super verwirrend, Alter. Du blickst halt kaum durch, ne? Du blickst kaum durch, was da überhaupt abgeht. Aber von der Schwierigkeit her gibt es, glaube ich, echt deutlich schwierigere. Okay, das war krass. Ah, die andere Tür war Bait oder was? Okay, das ist übel. Ich glaube, die andere Tür war Bait, ne? Gehe ich mal stark von aus. Quasi, dass man in die zweite Tür rein muss, weil die erste Tür einfach fake ist. So. Oh, das ist richtig übel. Sowas ist richtig, richtig übel. Ich glaube, das Ende war fast das Schwierigste. Kann das sein? Ich glaube fast... Ja, es sah zumindest so aus. Es sah fast so aus, als ob das Schwierigste die letzten 10 Sekunden waren, so ungefähr. Dass du dann immer richtig hops genommen wirst. Und generell, es waren irgendwie 110, 120 Sekunden Level. Erster. Sehr schön. War das nicht so knapp am Ende? Ich habe gar nicht auf den Timer geachtet. Nee, 2 Sekunden. Okay, 2 Sekunden noch übrig, das geht sogar eigentlich echt voll.
super interessant. Ey, das ist wirklich, es ist so interessant, das mitzuverfolgen. Es ist schade, dass ich so spät eingestiegen bin. Ich dachte ehrlich gesagt, das geht noch ein bisschen länger. Ich hätte schon früher drauf reacten müssen, weil ich das voll cool finde irgendwie. Ich warte auf deinen Clear davon. Von dem Level hier. Nee, Brudi, ich mache jetzt das letzte Level. Alles gut. Ich mache jetzt einfach das allerletzte Level, okay? Aber wie gesagt, wenn das abgeschlossen wird, wenn das Finale dann auch noch kommt, dann ziehe ich mir das definitiv auch noch mal rein. Das ist zu interessant. Das ist schon echt heftig.